Burg Kürnberg war eine ausgedehnte Burganlage mit breitem, westlich gelegenen Burggraben, 3 Burghöfen, 2 Torbauten, mehreren halbrunden Türmen und einem großen Batterieturm, der im 15. Jahrhundert die veränderte Waffentechnik in den Baubestand einbrachte. Die spätgotische Burgruine Kürnberg ist eine der jüngeren Burggründungen in der Oberpfalz. Sie liegt nordöstlich des Marktes Stamsried versteckt auf einer Anhöhe im Wald. Die Geschichte von Burg Kürnberg ist eng mit dem Adelsgeschlecht der Kürner verbunden, nach denen die Burg benannt ist. Die Erlaubnis zum Bau einer Burg erhielt Dietrich der Kürner zu Stamsried von Pfalzgraf Ruprecht im Jahr 1354. Die Lage auf dem Heidberg auf 576 Metern Höhe machte die Kürnburg zu einer strategisch wichtigen Festung. Von hier aus ließ sich das Regental und wichtige Handelswege überwachen. Neben ihrer historischen Bedeutung ist die Kürnburg auch ein Ort vieler Sagen und Legenden, darunter Erzählungen von Geistererscheinungen, verborgenen Schätzen und einem kopflosen Ritter, der um die Burg spuken soll. So heißt es in einer Sage, dass ein Ritter der Burg im 30-jährigen Krieg sein Gold und Silber versteckte, bevor er floh. Dies ist durchaus realistisch und kam bei erwarteten Belagerungen öfter vor. Auch wenn bis jetzt kein Schatz gehoben wurde, konnten bei Untersuchungen Münzen und Waffenfragmente gefunden werden. Etwas weniger realistisch, aber spannend ist ein Geist, der besonders oft erwähnt wird, der kopflose Ritter. Er soll ein grausamer und ungerechter Burgherr gewesen sein, seine Untertanen schlecht behandelte und schließlich durch eine Revolte geköpft wurde. Seitdem wandert er ruhelos durch die Nacht. Während des Dreißigjährigen Kriegs wurde die Burg am 11. Januar 1634 von Herzog Bernhard von Weimar und seinen Truppen belagert, erstürmt und zerstört. Die Burg wurde damit nicht einmal 300 Jahre alt und verfiel danach langsam. Die Besitzer verlagerten ihren Wohnsitz in die bequemere Schlossanlage im Tal. Der mächtige und beeindruckende, turmartige Palast, der auf der höchsten Anhebung liegt, ist unterkellert in einem Gewölbe. Burg Kürnberg verfügte über keinen Bergfried. Besucher können noch Teile der Ringmauer, Fundamente und Mauerreste der Hauptburg sowie von Wirtschaftsgebäuden und Kapelle erkennen. Die Aussichtsplattform, die im ehemaligen Palast der Ruine errichtet wurde, bietet einen schönen Ausblick auf die Umgebung von Stamsried.
Danke fürs Zusehen. Wenn das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Aber auch über Verbesserungsvorschläge und Tipps in den Kommentaren oder ein kostenloses Abo.